Wildswing XL von Art Engineering. Ein kühles Kaltgetränk genießt. Boah, mein Gott, hä? Das ging aber schnell. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir checken heute mal ein paar neue Attraktionen für euch aus in einem Freizeitpark, den wir schon mal besucht haben, schon öfter besucht haben, der richtig cool ist. Und zwar sind wir heute im belgischen Bellewaerde und Seesaw Swing ist eine der Neuheiten, die wir auschecken, und die Neuheit 2026 hier. Ein Wildswing XL von Art Engineering, Hersteller aus Deutschland. Art Engineering haben wir euch schon oft und vieles gezeigt, auch Wildswings haben wir euch schon viele gezeigt, aber kein XL. Den haben wir letztes Jahr auf der Messe neu gezeigt als Modell. Und hier steht der erste Wildswing XL in Natura, den wir live sehen. Es gibt noch einen zweiten dieses Jahr in Liseberg in Schweden. Sind ein bisschen auseinander, aber hier sind wir auf jeden Fall jetzt mal vorbeigekommen und sind direkt auch gefahren. Es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal den Park View und einmal den Sea View. Und du schaust einmal in Parkrichtung und einmal raus auf den großen See, der hier im Park auch ist. Und es ist ein Duell auch. Man tritt nämlich gegeneinander an beim Axtwerfen und hat eine rote und eine blaue Seite, die auch durch unterschiedliche Bügelfarben gekennzeichnet sind. Und das Coole ist einfach, es gibt auch noch einen Onboard-Soundtrack bei dem Ganzen, dass du auch noch mal ein bisschen mehr abgeholt wirst. Und es gibt auch eine Hilfe, wie man dieses Duell, also auf dem Schild die Hilfe, wie man dieses Duell mit den Axtwerfen gewinnen kann. Und zwar, indem man die Hände hochnimmt. Das macht nämlich, wie wir ja schon gelernt haben, viel mehr Spaß und verhilft einem hier zum Sieg. Und um euch das jetzt ein bisschen besser zu vermitteln, wie cool so ein Wildswing XL ist, zeigen wir euch gleich natürlich ein paar Aufnahmen davon in Action. Es geht nämlich schon wieder los. Ich sag mal so, der Große ist sehr, sehr beeindruckend und hat irgendwie noch mehr Wumms als der Kleine, ohne den Kleinen schlecht machen zu wollen. Der ist nämlich genauso geil. Aber wenn du einen größeren brauchst, wenn du mehr Kapazität brauchst, Wildswing XL von Art Engineering. Nicht nur für uns war das komplett wild, wie ihr hört, ist es auch für die Leute komplett wild. Und alle gehen ab, alle rasten aus, alle haben Spaß, weil es wirklich, du hast Airtime, du hast wirklich das Gefühl vom Fliegen, du hast aber auch ein intensives Fahrgefühl zwischendurch und trotzdem ist das Ganze für die ganze Familie geeignet. Es ist nicht zu extrem, ist es aber auch nicht langweilig und ab 90 cm Körpergröße kann man schon mitfahren, was ja noch mehr bedeutet, dass du die komplette Familie einschließt und ein gemeinsames Erlebnis schaffst. Dazu gibt es dann die super coolen, bequemen und freien Over-the-Shoulder Lap Bars, du hast einen Schoßbügel und hast dann einfach
ein freies Fahrgefühl, fühlt sich dabei auch sicher. Und was ich auch spannend finde, einer von den beiden ersten Wildswing-Auslieferungen seiner Zeit war ja im Potspark mit der Klippenschleuder. Und dann hat der Potspark sich ja auch gedacht, die Messlatte für Thematisierung von Wildswing, die setzen wir hier an. Und seitdem ist das für mich immer das Spannendste, wie wird der Wildswing in einem bestimmten Park umgesetzt und was macht man? Mit irgendwas dahinter bauen, davor bauen, da drum bauen oder hier mit super viel Deko drumherum und am Wildswing selber auch. Also auch hier meiner Meinung nach eine sehr schöne Interpretation von der Gestaltung und Thematisierung eines Wildswings bzw. Wildswing XL. Richtig cool ist auch Timber Trail, das ist auch eine der Neuheiten und das ist ein Adventure Trail, wo man dann schwierigen und nicht so schwierigen Parcours durchlaufen kann und hier geht's rein, es geht einmal bis zum Seesaw Swing und dann komplett hier lang bis hinter dieses Gebäude und das ist auch noch eine neue Gastronomie hier im Kanada-Themenbereich, die, wie ihr seht, außen viele Sitzplätze hat, was wir mögen, vor allem runde Tische, die viel geselliger sind. Und es gibt draußen 400 Sitzplätze und es gibt drinnen nochmal weitere 400 Sitzplätze, also 800 Sitzplätze in der neuen Gastronomie, die komplett naturbelassen ist, aus natürlichen Materialien, alles aus Holz. Das Dach habe ich die akustisch oder inhaltlich nicht ganz verstanden. Was ist Keramik oder so? Für was ist das alles Naturmaterialien, mit denen hier gearbeitet wurde, damit das alles auch ein bisschen besser zusammenpasst. Und man kann dann hier gemütlich sitzen, vor allem an diesem Art Maibaum hier im Kreis, so richtig cool mit so Schemeln. Und ich glaube, das ist schon, wenn du hier ein feines belgisches Bier noch in der Hand hast dabei, uppala, kannst auf jeden Fall besser sitzen als ich. Ja, mit dem ganzen Kram jetzt. Man hätte auch einfach den Stuhl ein Stück zurückziehen können und sich dann wie ein normaler Mensch hinsetzen können. Das ist ja viel bequemer, als es aussieht. Wow. Und nicht nur, dass du dann hier sitzt, ein kühles Kaltgetränk genießt. Boah, mein Gott. Hä? Das ging aber schnell. Ja, so schnell geht das. Gesellig in der Runde dich unterhalten kannst, sondern du kannst dann auch die Kids zum Beispiel beobachten, die hier dann langlaufen, sich austoben, damit du auf der Heimfahrt deine Ruhe im Auto hast. Und es sind halt coole verschiedene Elemente, wie zum Beispiel bei einer Mühle, das Wasserrad, da klettert man durch. Das ist halt jetzt ein starres, das dreht sich nicht. Wir sind hier nicht bei den Ninja Warriors und müssen hier irgendwelche schwierigen Sachen meistern. Aber auch, wie man hier sieht, einzelne kleine Gebäude, wo man durch muss, die so ein bisschen einen Rusty-Look bekommen haben. Der Kanada-Bereich ist auch nicht komplett neu hier in Bellewaerde. Den gab es vorher schon, zum Beispiel mit dem Hus Park Attractions Shot and Drop Tower. Niagara ist ein riesiger Shoot-a-Cute, wo man klitschnass wird. Oder zuletzt waren wir auch hier und haben uns das angeguckt, war Color, die neue Achterbahn von Gessler Amusement Rides mit einer Weiche drin und einem Spike, der auf den See auch rausfährt. Bellewaerde übrigens, super spannend, ist der einzige Hybrid-Mixed-Park in Belgien. Du hast nämlich nicht nur den großen Freizeitparkteil mit den ganzen Fahrgeschäften, die teilweise wirklich richtig, richtig gut sind. Nicht nur von der Gestaltung, sondern auch von der Art und Weise. Und da seht ihr gleich noch ein bisschen was von. Und es gibt auch einen großen, ich nenne es mal Zoopart, und überall verteilt gibt es wirklich teilweise richtig stark thematisierte Tiergehege. Habt ihr auch in den ganzen News-Videos von uns schon öfter gesehen, was jetzt hier an Veränderungen gekommen ist. Die letzten Jahre haben die hier richtig Gas gegeben, den Park wirklich nochmal richtig aufgehübscht, aufgewertet, viel in Infrastruktur investiert, was man sonst nicht so sieht. Und on top gibt es auch noch separat, Second Gate-mäßig, einen eigenen Wasserpark. Also es ist eigentlich der nächste kluge Schritt, wäre ja noch die eigene Übernachtungsmöglichkeit, irgendeine Abenteuer-themed Übernachtungsmöglichkeit zwischen Baumhaus, Tipi und ich weiß nicht, was es alles gibt. Vielleicht so ein paar Hausboote oder ähnliches. Das einmal auch noch zu dem Park hier, falls euch das noch nichts sagt, auch wenn wir schon einige Videos hier gemacht haben. Und ja, bestes Wetter heute und wir nehmen euch jetzt natürlich gleich noch ein bisschen weiter mit durch den Park.
So, wir sind ein bisschen weiter durch den Park gegangen und sind jetzt bei für uns einer Neuheit, die auch wirklich relativ neu noch ist. Und zwar eine neue Achterbahn, ich glaube von 2023, 24 höre ich gerade aus der Regie. Wir haben ja auch schon 26. Und Brazilian Buggies ist von Zamperla ein Family Coaster. Vom Layout halt ein bisschen wie die alten SCD80, ist aber 92 Meter lang. Und ja, der Zug sieht ganz cool aus, brasilianisch gestaltet. Und die Leute haben Bock, wir stehen ein bisschen an. Man muss dazu auch sagen, es ist Freitag und in Belgien sind freitags eher Schulausflüge, wie bei uns eher nicht, weil die Lehrer ja früh ins Wochenende wollen in Deutschland. Und in Frankreich ist jetzt gleichzeitig auch Feiertag und deswegen sind sehr viele Franzosen hier, weil wir nicht weit weg von der französischen Grenze sind. So Leute, die Achterbahn gefahren, die übrigens Part eines für uns auch neuen Bereichs ist, Mundo Amazonia, also die Amazonaswelt. Und Amazonia ist auch diese Attraktion hier, die ziemlich weird aussieht und ist eine Neuentwicklung des Rapid Rivers quasi von Intermin Amusement Rides, hier vertreten durch Uschi. Und ja, das Ganze ist eine neuartige Bootsfahrt. Wir gucken uns das mal an. Ich bin sehr gespannt. Wir wollten das Ganze auch mal ein bisschen mehr im Detail hier gezeigt haben und Backstage, das hat leider nicht funktioniert, weil am Anfang gab es ein bisschen Probleme, es lief nicht so rund und jetzt wohl schon. Ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall einen Spoiler. Ich habe schon gesehen und weiß, was es da zu sehen gibt. Ich weiß es noch nicht. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, müsst ihr jetzt skippen. Wir nehmen euch erstmal mit auf die Fahrt und dann erzählen wir, was wir so erlebt haben, glaube ich. Was ist das denn? Wie immer. Jetzt der Hintern ist im Wasser.
Das geht gar nicht. Ei, abreißen. Lukisch. Alter. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Das ist schwer, oder? Ja, damit es in meine Richtung gekippt wird, oder was? Oh. Das ist wirklich die abartigste, dümmste, die ich je gesehen habe. Eieieiei. Wie aus 3 Eimern, also so große, so diese Bottiche, wo man Beton drin mischt. Wie die neben dir Angst hatte, dass du ertrunken bist. Ja, wirklich, das sah auch so aus, oder? Ich weiß es nicht. Ja, nee, also das ist ja wirklich, Lustig. ja, voll witzig. Könnte sehr lustig sein eigentlich, aber... Krass, aber der Reißverschluss nicht wasserdicht ist. Und also... Das bin ich nach Amazonia. Hey, du bist doch ins Boot gefallen, aus dem Boot gefallen. Auch ins Boot. Echt nicht, nee. Umdrehen? Ja, man sieht es nicht. Doch, doch, man sieht das. Nee, man sieht, das ist bis auf die Knochen. Durch den Fettarsch durch, auf die Knochen. Du hast einen Hasenarsch. Ich habe meine Füße übrigens relativ weit gut oben gehalten, bis das ganze Boot sich auf meine Füße abgestützt hat, weil so viel Wasser im Boot steht. Weiß ich, fängt mal mit was Gutem an? Wahrscheinlich, aber man soll mit was Gutem aufhören. Erstmal ist das neu. So, das ist was Gutes. Was soll das? Also wirklich, ich finde, wenn du hier runterkommst, gibt es erstmal einen heftigen Schlag. Also vorher habe ich schon wieder als Einziger voll die Welle abbekommen. Alle sagen immer, ich beschwere mich zu viel darüber, wie nass ich immer werde, wie nass man bei Wasserbahnen wird. Es geht eigentlich darum, wie nass ich bei Wasserbahnen werde. Weil das vollbesetzte Boot hat sich gesagt, nein, nur dieser eine, oder das Wasser hat sich gesagt, nur der wieder. Als ob irgendein Zeus einen Blitz auf mich, so einen Wasserblitz wirft, weißt du? Hier, Captain Iglo oder so. Und dann, wenn du hier runter droppst, gibt es voll den Schlag durch die Welle. Und ich habe ja gesagt, am Anfang hatten die so ein bisschen Hassel. Und man sieht das auch, dass ein Baugerüst irgendwie drunter gebaut wurde, das aussieht wie ein Provisorium. Und da sind ganz viele Schläuche, Leitungen, Rohre, nennt es wie ihr wollt, die nochmal mehr, also zusätzliches Wasser, kein Meerwasser, sondern zusätzliches Wasser, nach oben fördern. Man riecht eigentlich überall nach Schokolade. Rieche ich jetzt nach Schokolade? Ja, das ist eklig. Ja, auf jeden Fall, da ist nochmal so ein Bump und dann sind wir hier komplett, also das ist ja wirklich, also Uschi ist ertrunken. Ich habe Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht. Echt, aber immerhin. Ja, es ist, also die Aufnahme ist, glaube ich, ziemlich cool geworden, aber das war schon maximal nötig. Also ich habe das genauso hinten abbekommen. Ich habe zum Glück meine billig Plastikjacke von Amazon angehabt, wo der Reißverschluss, wie man sieht, nicht wasserresistent ist. Deswegen habe ich bei meiner Regenjacke darauf geachtet, dass der das auch kann. Offensichtlich ist das eine gute Idee gewesen. Und dann ist einfach wirklich das Ungelumstand so viel Wasser im Boot. Was soll das? Und das lief nicht ab, weil du fährst ja dann von hier erstmal bis da vorne. Und dadurch geht dann so ein Highlight dieser Bahn komplett unter, weil das ganze Boot ist ja genervt davon zu ertrinken oder bis zu den Knien im Wasser zu stehen. Und du hast einen Drop-Track da drin. Das ist total geil. Und ja, geht total unter, weil alle nur versuchen, die Füße hochzuhalten und nicht komplett die Füße zu socken, weil die nasse Füße ist aber das Schlimmste von allem. Auch wenn die vor uns schlimmer gerochen haben als das, was wir heute Abend riechen werden. Aber ja, ansonsten große Anlage, cool eingebettet. Du gehst zwar nur so einen Steg durch die Queue, das ist aber voll der Dschungel schon, wie im Amazonas das sein sollte. Und hast in der Station Moving Walkway quasi, Moving Station und so ein Klappbügel, den du so runter machst, damit jeder so eine Regeling hat, aber man auch gut ein- und aussteigen kann.
Die Queue wird dann geteilt für maximal 2 Leute und mehr als 3 Leute, also 3 oder mehr Leute. Und dann wird man in die Boote gepackt und es gibt so ein Turntable, der einen auf den Schräglift dreht. Das sieht total albern aus von außen und ist auch bei der Fahrt. Und dann geht es den Schräglift nach oben mit Vollspeed. Also der ist echt sehr schnell unterwegs. Das fand ich krass. Sieht man jetzt auch da vielleicht ein bisschen hinter. Das ist gerade ein bisschen grell alles, wie das Boot da hochzimmert. Dann hast du halt deine Rapid-Abfahrt, dann eine kleinen Splash, wo nur ich was abbekomme. Und dann geht es zur VTU, die Vertical Transportation Unit. Ich denke, dass sie hier auch so heißen wird. Und ja, den Aufzug bringt einen nach oben. Das ist echt ziemlich hoch. Ich hatte eigentlich fast so wie der Boomerang daneben. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Aber das wären schon so irgendwo zwischen 20 und 25 Meter werden wir uns da wahrscheinlich trotzdem schon bewegen, wo wir sind. Und dann hast du noch mal ein bisschen Rapid-Fahrt, nicht viel. Und dann kommt genau die Stelle jetzt, dass du hier halt runterkommst in dieses große Butterfly-Element, wo es halt, wie gesagt, einmal scheppert. Und das sieht aus wie ein gut besetztes Boot. Wollen wir einmal schauen, was denen passiert. Wenn du ein bisschen so in die Richtung hier abdriftest, wie die jetzt wahrscheinlich, dann wirst du, das sitzt ziemlich weit rechts. Die haben Glück gehabt. Und dann geht es halt, wie gesagt, hier rum und dann halt ein Drop-Element in so einem Rundboot-Ride. Das ist ja total cool. Du hast keine Gurte, du hast keine Bügel, du hast ja nur diese Haltegriffe, die du runterklappst. Ich habe ja Klappbügel gesagt, also ja so ein Haltegriff. Das ist super cool. Also das ist an sich eine grandiose Idee und cool gemacht mit tollen Elementen. Aber wie man ja auch am Anfang gesehen hat und wie man jetzt gesehen hat, hapert es da so an ein paar Elementen. Und vor allem dieses Freefall-Element, was echt geil ist, geht total unter, so wie wir. Ich weiß auch nicht, was der Park damit hat, einen separaten Indoor-Wasserpark zu haben und super viele Water-Rides, weil die haben ja das als Water-Ride. Dann haben wir den heute schon angekündigten, angesprochenen Shoot the Cute. Es gibt einen Logflume, es gibt ein Rafting, was super cool ist. Der Logflume ist auch echt cool. Und es gibt neu auch einen Mini-Logflume. Also mit Wasserbahn haben sie es hier auf jeden Fall. Ja, Amazonia endlich mal gemacht. Intermin, da müssen wir noch mal ran auf jeden Fall. Uschi zieht jetzt die Intermin-Jacke aus. Das kann ich nicht verantworten, dass wir so rumlaufen. Zumindest kommt jetzt die Sonne ein bisschen wieder raus, weil die war gerade komplett weg. Es wäre ganz nett, ein bisschen anzutrocknen. Hat doch jemand Wasser im Ohr, wie ich gerade sehe. Kiss still burning, didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, dated over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're on the horizon. Peoples, wir wollen euch ja heute so ein bisschen abholen, was die Neuheiten hier in Bellwether für uns sind. Und jetzt nicht den ganzen Park und alles zeigen, das haben wir ja schon in verschiedenen anderen Videos gemacht. Es ist perfektes Freizeitparkwetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt, die Sonne scheint. Die Leute haben Bock, es ist gut gefüllt, aber es ist nicht viel zu voll. Also hast du über so ein bisschen Wartezeit oder auch relativ wenig oder mal ein bisschen mehr. Also wir haben jetzt, was war es, keine 20 Minuten bei dem Amazonia gewartet. Was wirklich das ist eine tolle Anlage mit einer wirklich nicht so tollen Fahrt, die wir hatten. Und vielleicht habt ihr auch da andere Erfahrungen gemacht. Da gehören die Kommentare natürlich euch, so wie auch für alles andere, was wir hier euch zeigen. Aber um euch noch so ein bisschen abzuholen, ne, der Park, der blüht jetzt so richtig auf. Der ist aber schon seit 2006 bei CDA, die Compagnie de Alp. Das ist die Freizeitparkkette, die in Deutschland den alten, ollen Belantes-Park von Parques Reunidos jetzt gekauft hat und das Ganze aufhübscht, aufmöbelt und verbessert. Und man sieht ja vielleicht sogar ein bisschen im Hintergrund, schwer zu erkennen, aber
so was wie ein Vekoma Boomerang. Und das sind ja so gefühlt erstmal Dinge, die von so Six Flags Parks in Europa übrig geblieben sind. Das hier war auch mal ein Six Flags Park, aber den Boomerang gibt es schon was länger. Und der stand hier vorher schon. Aber also dieses alte Portfolio und ja, diese alten Six Flags Spuren, mit denen viele Parks zu kämpfen haben, sind hier größtenteils wirklich bereinigt worden. Und auch der Boomerang ist super beliebt und der ist eigentlich relativ wichtig. Das ist nämlich, ihr kennt ja diese Vekoma Boomerang, es gibt ja auch im Freizeitland Geiselwind zum Beispiel. Das sind Bahnen, die stehen halt überall. Die fahren vielleicht nicht so geil und so weiter und so fort. Aber das ist ja wirklich Achterbahn durch und durch. Oder? Das kennt man einfach, das steht überall. Aber der hier steht, dieser Boomerang von Vekoma, ist der zweite, der jemals gebaut wurde. Und noch viel witziger, der erste, der jemals eröffnet wurde. Und das ist ja auch schon Achterbahngeschichte weltweit gesehen, eine ziemlich wichtige Sache. Und das wollte ich auf jeden Fall noch miterzählt haben. Und sehr schöne Wegführung und wie das alles angelegt ist und nicht getrennt. So, da ist der Zoo, da ist der Freizeitpark und eine sehr hohe Verweildauer bietet der Freizeitpark Belvade hier in Belgien. Meiner Meinung, unserer Meinung nach auf jeden Fall auch. Es sind wenige Meter bis ans Meer und wenige Meter bis zu anderen coolen Parks in der Region und noch viel weniger Meter bis nach Frankreich und so weiter und so fort. Also von uns zu Hause aus fährst du hier so gute 3 Stunden hin. Das ist, glaube ich, für alle aus NRW eine interessante Sache, hier mal für ein paar Tage einen Trip hinzumachen, würde ich behaupten, um einen coolen Park zu besuchen. Und man kann auch mehrere coole Parks oder andere Sachen hier machen. Das auf jeden Fall auch nochmal der Vollständigkeit halber, auch wenn es ja nur so ein großes Update zu den Neuheiten im Belvade sind. So Leute, absolute Empfehlung für Belvade hier in Belgien und ja, ein etwas kürzerer Vlog von einem Parkbesuch, wo wir euch nicht alles gezeigt haben, sondern nur die Neuheiten, weil der eine oder andere sich auch immer wieder mal einen kürzeren Vlog von einem Parkbesuch wünscht und die ganzen 360-Grad-Tour-Vlogs ja gerne mal so die Stundengrenze gekratzt haben, drüber waren, leicht drunter, wie auch immer. Und eure Meinung zu dem Park gerne in die Kommentare. Wart ihr schon mal hier? Habt ihr schon mal Videos von uns gesehen? Wir haben gerade nachgeguckt, 2013 waren wir das erste Mal hier und ab und zu noch mal danach. Und ja, toller Park, tolle Attraktion, tolles Wetter und tolle Neuheiten.